Ich hoffe, ihr seid gehypt auf die neuen Valentine's Day Weapons. Und zwar haben wir ein neues Skin-Set mit dem Valentine's-Theme. Die gucken wir uns gleich in-game an. Hier haben wir schon mal die Übersicht auf dem Banner. Allerdings sieht es in-game ja doch manchmal noch ein bisschen anders aus. Also schauen wir uns gleich noch in-game an. Auf jeden Fall gibt es die aktuell im Cash-Shop für 2 Wochen, zeitlich begrenzt, eventuell nie wieder verfügbar. Also solltet ihr definitiv drüber nachdenken, ob ihr sie euch nicht holen möchtet. Und da will ich jetzt nicht direkt Werbung für den Cash-Shop machen. Ich meine einfach nur, wenn man sowas verpasst, ist immer extrem ärgerlich. Deswegen wollte ich hier nochmal extra darauf aufmerksam machen, dass es jetzt aktuell im Cash-Shop ist und eben nur für 2 Wochen und danach eventuell nie wieder. Wer hier so einen Valentine's-themed Skin haben möchte. Zudem gibt es natürlich auch das Valentine's-themed CS-Set. Hier muss man ganz einfach sagen, es ist nicht der größte Einfallsreichtum. Die ersten 4 Sets sind farblich so ähnlich, dass man sie kaum unterscheiden kann. Zumindest als Mann, der nicht den Unterschied zwischen lila, pink und violett kennt. Kappa. Nein, Spaß. Aber ja, hätten sie sich vielleicht wieder mal ein bisschen mehr absetzen können, weil die 3 ersten sind schon wirklich extrem ähnlich. Aber naja. Für mich persönlich nicht das schönste CS, das sie jemals released haben. Sieht aber zugegebenermaßen sehr Valentinsmäßig aus mit dieser Gürtelschnalle und beziehungsweise hier diesem, keine Ahnung, Knopf oder was auch immer das sein soll, in Herzform. Außerdem natürlich noch hier die Herzchen auf den zusätzlichen Accessoire-Items. Und dann haben wir am Wochenende noch ein Enhanced Armor Piercing Chance Upgrade Event vom 16. Februar, Freitag 0 Uhr bis 18. Februar, Sonntag 23:59 Uhr. Und in dieser Zeit hat man eine erhöhte Chance für Armor Piercings. Also wer Lust hat, seine Suit zu sockeln, also wichtig hier, nur Suit-Sockel sind gemeint, der sollte das am Wochenende machen. Und damit schauen wir uns jetzt noch die Skins in-game an. Und los geht's, würde ich sagen, mit dem Valentine's Big Sword. Also das ist so ein bisschen dieses neue, wie sagt man, Design. Also die Waffen selbst sind so ein bisschen, ja, durchsichtig, kann man fast sagen. Die schimmern so extrem. Und ja, das hier ist das Big Sword. Dann haben wir das Valentine's Sword, was fast das gleiche in kurz ist, mehr oder weniger, wie meistens. Dann die Valentine's Big Axe. Ist halt cool, weil sich das Licht so ein bisschen bricht. Also je nachdem, in welchem Winkel man drauf schaut, ändert es halt so ein bisschen die Farben, so regenbogenmäßig. Sieht echt ganz cool aus. Dann die Valentine's Axe. Naja, nicht besonders einfallsreich, was einfach die Big Axe in kurz ist, beziehungsweise andersrum. Dann kommt das Jojo. Hier bin ich mir nicht sicher, ob das ein Anzeigefehler ist, ehrlich gesagt. Sieht aber auf dem Banner tatsächlich auch so ähnlich aus. Also einfach schneeweiß mit dem Kristallenen nur in der Mitte von dem Herzen. Finde ich jetzt, sieht irgendwie, ja, es sieht ein bisschen wie ein Anzeigefehler aus. Außerdem jetzt mit meiner CS-Suit schneidet mich das Jojo ein bisschen, es zerschneidet mir gerade den ganzen Körper. Also muss man vielleicht aufpassen, welches Set man dazu trägt. Aber ja, sieht ein bisschen komisch aus. Dann beim Bogen ist es ähnlich. Auch der schneidet natürlich in meine Rüstung rein. Aber wir haben ja auch überwiegend dieses weiß-goldene auf jeden Fall, engelsmäßige Design. Vielleicht sollte ich mal meinen CS entfernen. Dann sieht man es ein kleines bisschen besser, wobei es tatsächlich immer noch in meine Rüstung schneidet. Also ändert jetzt auch nicht allzu viel. Tatsächlich schneidet es auch wirklich in mein Bein rein. Das ist tatsächlich egal, selbst wenn ich nackt wäre, würde das in mein Bein reinstechen. Aber na gut. Ja, wie gesagt, ich finde dieses Weiße, es ist ein bisschen zu weiß einfach. Ich weiß auch nicht, wie man es beschreiben soll. Aber es sieht halt wirklich so aus, als würde einfach die Textur nicht laden. Ihr kennt das bestimmt, wenn ihr Flive Universe zum ersten Mal öffnet. Oder wenn ihr zum Beispiel auf Channel 1 oder so euch einloggt. Dann habt ihr dieses weiße Charakter laden nicht, NPCs laden nicht, Effekte laden nicht, Props laden nicht. Und dann sind die erstmal schneeweiß. Und ich finde, genauso sieht das aus. Das heißt, es erinnert mich an etwas nicht Schönes, weil das quasi symbolisiert, okay, das Spiel lädt nicht. Vom Design her eigentlich alle Waffen ziemlich cool bisher auf jeden Fall. Dann Valentine's Staff. Hier auch. Der ganze Stab sieht eigentlich aus, als würde die Textur einfach nur nicht laden. Wie gesagt, also ich denke mal, das ist kein Fehler, sondern das soll so sein. Aber vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Dann beim Wand ähnlich. Ist einfach der Stab in kurz auch wieder. Ganz kleines bisschen anders vielleicht designt. Der Valentine's Knuckle, der ist extrem krass, weil der im Endeffekt aus dieser kristallenen, halbdurchsichtigen Substanz so besteht. Ja, also ist einfach ein Kristallnackel, wieder riesengroß, das ist einer der größten Nackel im Spiel mal wieder. Und hat vorne noch diese beiden Zacken, sieht ziemlich gefährlich aus auf jeden Fall. Dann der Valentine's Stick, ich denke, der wird vor allem von vielen Leuten Begeisterung finden. Sieht wahrscheinlich auch mit als eine der coolsten Waffen aus. Und das Valentine's Shield noch, so ein bisschen der Konterpart zu dem Nackel, nicht ganz so kristallern, aber sieht sehr ähnlich aus. Also sieht im Endeffekt fast aus wie der Nackel, nur das ist halt das Innere, also der Nackel selbst fehlt quasi, aber das optische Äußere ist eigentlich fast identisch.
Und ja, das sind die Valentines-Waffen. Ich muss zugeben, ich war etwas enttäuscht von diesem Weißen, weil ich das am Anfang nicht so wirklich gesehen habe, dass das halt wirklich schneeweiß ist und eben sehr stark an diesen Texturfehler erinnert, muss ich ehrlich zugeben. Also beim Big Sword oder beim Sword and Axe sieht man es noch am wenigsten, weil die größtenteils eben, na gut, wobei bei der Axe hat man es tatsächlich auch am Griff so gesehen, das ist mir vorhin gar nicht so richtig aufgefallen. Ja, tatsächlich bei der Axe sieht man es ja auch am Griff. Ja, also das ist tatsächlich der Part, der mir nicht so gut gefällt. Also ich denke, wenn diese, alles was weiß ist, im Endeffekt, wenn das noch so goldweiß wäre, also so mehr wie das hier in der Mitte zum Beispiel, dann glaube ich, sehen sie deutlich besser aus, weil so, wie gesagt, mich persönlich erinnert es einfach zu stark an einen Anzeigefehler. Und das macht irgendwie Skins für mich ein bisschen futsch, aber cool designt und cool aussehen tun sie trotzdem. Und ja, wer weiß, vielleicht kriegen die ja nochmal ein kleines Update, dass das nicht mehr so stark an einen Anzeigefehler erinnert. Ich sage auf jeden Fall, danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Schaut auf jeden Fall auch im Livestream vorbei. Twitch-Link ist in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns bis dahin. Macht's gut und ciao, ciao.